WLAN, Bluetooth, Mikroskop, Compact Disc, all diese alltäglichen Technologien sind mit den Niederlanden verbunden. In den 1990er Jahren waren Ingenieure der niederländischen Organisation TNO an der Entwicklung früher drahtloser Standards beteiligt, die später die Grundlage für Bluetooth bildeten. Und die Wi-Fi-Technologie wurde durch die Zusammenarbeit des Unternehmens NCR aus Nijmegen und der Universität Utrecht weiterentwickelt, wo erstmals die drahtlose Datenübertragung über kurze Distanzen getestet wurde. Wenn wir jedoch tiefer in die Geschichte eintauchen, landen wir im 17. Jahrhundert, wo der Niederländer Antoni van Leeuwenhoek eigenhändig Linsen schliff und ein Mikroskop zusammenbaute, das es erstmals ermöglichte, Bakterien und einzellige Organismen zu sehen. Er war es, der als Begründer der Mikrobiologie gilt. Später, im 20. Jahrhundert, wurde in den Niederlanden die Compact Disc entwickelt von Ingenieuren bei Philips, die gemeinsam mit Sony den Standard für digitalen Klang festlegten. All diese Technologien sind so fest in unseren Alltag integriert, dass wir ihren Ursprung fast vergessen. Doch hinter jedem stehen konkrete Namen, Labore, Universitäten und fast immer eine niederländische Adresse. Wie hat es ein Land, das für wissenschaftliche Durchbrüche berühmt ist, geschafft, Land buchstäblich dem Meer abzuringen und Städte dort zu bauen, wo eigentlich Wasser sein sollte? Etwa 1/3 des niederländischen Staatsgebiets liegt unter dem Meeresspiegel. In den meisten Ländern würde das zu einer Massenemigration führen. In Holland ist es eine ingenieurtechnische Herausforderung. Bereits seit dem 12. Jahrhundert begann man hier, Deiche zu errichten und Sümpfe trockenzulegen, wodurch einzigartige Gebiete, die sogenannten Polder, entstanden. Diese Landflächen, die von Deichen umgeben und mit Pumpen entwässert wurden, bildeten die Grundlage für den Bau von Städten, Straßen und Bauernhöfen. Ein entscheidender Wendepunkt war das sogenannte Delta-Projekt, das nach der verheerenden Flut von 1953 gestartet wurde. Damals forderte die Naturkatastrophe über 1.500 Menschenleben. Die Antwort darauf war das weltweit größte System zum Schutz vor Wasser. Deiche, Schleusen, Meeresbarrieren. Ein Teil davon schließt sich bei steigendem Wasserstand automatisch. Außerdem gibt es im Land innovative Pumpstationen und Systeme zur Kontrolle des Grundwassers. Hier ist das Wasser kein Feind, sondern eine kontrollierte Kraft. Die Niederlande exportieren ihre Technologien zur Hochwasserbekämpfung sogar in andere Länder, darunter die USA, China und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Einwohner Hollands leben auf Land, das früher Meeresboden war. Und das ist keine Metapher, sondern ein technologischer Triumph. Und wenn es scheint, als würde der Mut hier enden, warten Sie ab, denn gleich geht es darum, wie dieses kleine Land die halbe Welt ernährt. In Aalsmeer bei Amsterdam findet jeden Tag so etwas wie ein Blumenauktionsmarkt statt. Millionen von Rosen, Tulpen und Orchideen durchlaufen dieses Zentrum, werden sortiert, bewertet und in die ganze Welt verschickt. Holland, der größte Schnittblumenexporteur der Welt. Aber das ist erst der Anfang. Das Land gehört zu den 3 weltweit führenden Exporteuren von landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Dabei ist seine Fläche kleiner als die des US-Bundesstaates Maryland. Das Geheimnis liegt in der Technologie. Vertikale Farmen, automatisierte Gewächshäuser, Hydrokultur und Algorithmen zur Steuerung des Mikroklimas ermöglichen es, das ganze Jahr über mit minimalem Wasser- und Düngerverbrauch zu ernten. Die Universität Wageningen ist das Flaggschiff der Agrartechnologie. Hier werden Sorten entwickelt, die gegen Dürren und Krankheiten resistent sind und Systeme zur autonomen Überwachung von Pflanzen erforscht. Landwirtschaft in den Niederlanden bedeutet nicht Hacke und Traktor, sondern Satelliten, Sensoren, Biotechnologie und präzise Berechnungen. All das, um den Planeten zu ernähren. Umweltfreundlich, effizient und profitabel. Aber wie wurde das Land so einflussreich? Vielleicht begann alles in dem Moment, als sie etwas viel Grundlegenderes als Technologie erfanden, die Wirtschaft. Anfang des 17. Jahrhunderts entstand auf dem Damplatz in Amsterdam etwas, das später die Welt verändern sollte. Die erste permanente Börse der Geschichte. Hier wurden nicht einfach Waren gehandelt, sondern Aktien der niederländischen Ostindien-Kompanie, VOC. Dieses Unternehmen wurde zur ersten Aktiengesellschaft der Welt mit öffentlicher Platzierung von Wertpapieren. Investoren erhielten Dividenden und es wurden Finanzinstrumente zur Absicherung von Risiken geschaffen. Die Börse arbeitete nach einem festen Zeitplan, hatte eigene Regeln und erlaubte sogar Spekulationen. All das erinnert an die moderne Wall Street, nur ein Jahrhundert früher. Die Niederländer waren die Ersten, die verstanden, dass Geld nicht nur Gold und Silber ist, sondern auch Vertrauen, Kalkulation und Risiko. Der Aktienmarkt wurde zur Grundlage für internationalen Handel, Versicherungen und Investitionen. Gerade hier wurden die grundlegenden Elemente des Finanzkapitalismus erfunden. Dieses System ermöglichte es den Niederlanden, für viele Jahrzehnte das wirtschaftliche Herz Europas zu werden, in dem Kapital in Schiffe, Expeditionen und die Städte der Zukunft gelenkt wurde.
Mit Geld und Technologien in der Hand gingen die Niederlande zum nächsten Schritt über. Die Niederlande werden selten unter den Weltraummächten erwähnt, aber das ist nur auf den ersten Blick so. Im Land werden Technologien aktiv entwickelt, ohne die moderne Satelliten unmöglich wären. Das Unternehmen ICY Space aus Delft stellt Nanosatelliten her, winzige Geräte, die für Klimabeobachtung, Kommunikation und Navigation eingesetzt werden. Diese Satelliten sind bereits in Dutzenden von Ländern im Orbit im Einsatz. Niederländische Universitäten arbeiten mit der Europäischen Weltraumorganisation zusammen und beteiligen sich an Projekten zu Photonik, Erdbeobachtung und orbitaler Navigation. Wissenschaftler entwickeln Materialien, optische Komponenten und Kommunikationssysteme, die unter Vakuum- und Strahlungsbedingungen funktionieren können. Auch die Photonikindustrie spielt eine wichtige Rolle. Niederländische Unternehmen stellen Linsen und Mikrochips her, die in Satelliten und Weltraumteleskopen verwendet werden. Das Land ist außerdem an der Entwicklung von Komponenten für Missionen der ESA, der NASA und privater Unternehmen beteiligt. Ihre Ausrüstung wurde auf Raumstationen in Kommunikations- und Fernerkundungsmodulen eingesetzt. Der niederländische Ansatz für den Weltraum, nicht spektakuläre Starts, sondern präzise Technologien, die die Erforschung des Universums ermöglichen. Die Niederländer setzen Automatisierung überall ein, vom Agrarsektor bis zur städtischen Infrastruktur. Im Agrarsektor werden Roboter eingesetzt, die die Gesundheit der Pflanzen analysieren, Unkraut entfernen und die Ernte einbringen. Diese Systeme arbeiten mit Sensoren und Computervision, wodurch der Bedarf an Pestiziden und Arbeitskräften reduziert wird. In der Wasserinfrastruktur werden autonome Inspektoren eingesetzt. Sie scannen die Innenflächen von Rohren, erkennen Lecks und melden Schäden in Echtzeit. Dadurch verkürzt sich die Reparaturzeit und der Ressourcenverlust wird minimiert. In der Industrie gibt es sogenannte Field Labs, Testzonen, in denen Technologien für die intelligente Produktion erprobt werden. Hier werden automatische Montagelinien, prädiktive Analytik und Logistik ohne menschliches Eingreifen getestet. Außerdem entwickelt die Niederlande aktiv autonome Fahrzeuge und Mikroelektrotransporte. In einigen Regionen sind bereits autonome Shuttles im Einsatz, die von KI gesteuert werden. Das ist kein Futurismus, das ist bereits die heutige Wirtschaft. Roboter und Algorithmen werden Teil des Alltags und die Niederlande sind eines der fortschrittlichsten Länder Europas in diesem Bereich. Maschinen, Sensoren und KI, all das funktioniert hervorragend, wenn man in einer Smart City lebt. Und davon gibt es in den Niederlanden immer mehr. Fahrrad in den Niederlanden? Das ist nicht einfach nur ein Transportmittel, sondern ein vollwertiges technologisches System. Mehr als 22.000 Meilen Radwege, zahlreiche Tunnel, Brücken und sogar Parkplätze für mehrere tausend Fahrräder. Einige Strecken sind mit Sensoren ausgestattet, die die Beleuchtung je nach Bewegung regulieren, sowie mit Zählern, die den Fahrradverkehr erfassen. Das hilft den Städten, den Verkehr zu steuern, Staus zu vermeiden und neue Routen zu planen. In Eindhoven wird ein Straßenbelag getestet, der Sonnenenergie speichert und im Dunkeln leuchtet. In Utrecht wurde das größte Fahrradparkhaus der Welt mit Navigations- und Sicherheitssystem eröffnet. Intelligente Apps wählen die optimale Route unter Berücksichtigung von Wind, Temperatur und Auslastung aus. Das Fahrrad wird Teil des digitalen Ökosystems der Stadt. Dadurch sinken in den Städten Lärm, Verschmutzung und Stress. Das Fahrrad ist eine Technologie für eine nachhaltige Zukunft und die Niederlande sind führend bei ihrer großflächigen Umsetzung. Die Niederlande sind eines der günstigsten Länder Europas für Startups. Amsterdam gehört zu den 5 wichtigsten Start-up-Städten des Kontinents. Hier sind Fintech-Unternehmen konzentriert, die mit Blockchain, digitalen Geldbörsen und internationalen Überweisungen arbeiten. Zu den auffälligsten Projekten gehört das Zahlungssystem IDL. Über dieses System werden mehr als 70% der Online-Zahlungen im Land abgewickelt. Die Plattform arbeitet direkt mit Banken zusammen und ermöglicht sofortige Überweisungen ohne Zwischenhändler. In den Niederlanden entwickeln sich digitale Banken aktiv weiter. Banken, KNAP und andere arbeiten vollständig über eine App. Hier kann man ein Konto eröffnen, investieren und eine Versicherung abschließen, ohne eine Filiale zu besuchen. Die Regierung hält sich nicht zurück. Das Programm Startup Delta bietet Steuervergünstigungen, hilft bei der Partnersuche und verschafft Zugang zu internationalen Fördermitteln. Junge Teams erhalten bereits in der Ideenphase Unterstützung von Universitäten und Investoren. Und die entwickelte Infrastruktur ermöglicht es, Hypothesen schnell zu überprüfen, Produkte zu testen und auf den Markt zu bringen. Das schafft eine Kultur, in der Innovationen nicht nur gefördert, sondern zum Alltag werden. Doch damit Innovationen lange bestehen, braucht es einen Ort, an dem sie Wirklichkeit werden. Die Niederländer haben solche Orte geschaffen, ganze Städte der Ideen. Der letzte Schliff für das Bild der Zukunft sind die Wissenschaftsparks der Niederlande.
Der bekannteste ist der Hightech Campus in Eindhoven. Er wird oft als der intelligenteste Quadratkilometer Europas bezeichnet. Hier arbeiten mehr als 200 Unternehmen und Forschungsgruppen. Auf dem Campus sind über 12.000 Ingenieure, Unternehmer und Wissenschaftler tätig. Unter ihnen sind Mitarbeiter von Philips, ASML, NXP und Dutzenden von Start-ups. Sie alle arbeiten Seite an Seite, tauschen Ideen aus und schaffen die Technologien von morgen. Ein weiteres Zentrum ist der Delft Technological Park. Er ist eng mit der Technischen Universität Delft verbunden und spezialisiert sich auf Robotik, KI und nachhaltige Transportsysteme. Die staatlichen Investitionen in die Wissenschaft übersteigen 4% des BIP. Die Universitäten Twente, Wageningen und Delft sind regelmäßig in den weltweiten Rankings vertreten. Ideen bleiben nicht in den Laboren. Sie werden zu Produkten, Exportgütern und Arbeitsplätzen. Dieser Ansatz hat die Niederlande nicht nur zu einem Technologiezentrum, sondern zu einem Labor für die ganze Welt gemacht. So endete unser Rundgang durch ein Land, in dem Wissenschaft auf Schritt und Tritt auf Praxis trifft. Wo Technologie nicht in den Wolken schwebt, sondern unter den Füßen liegt, auf dem Radweg fährt und in den Orbit fliegt. Das sind die Niederlande. Ein kleines Land mit globaler Reichweite.